So, etwas unerwartet machen wir doch jetzt tatsächlich ein richtiges Video über die Luxemburg-Wahl. Da hatte ich ja irgendwie mal im Politalk angekündigt, dass wir wahrscheinlich nur einen Short drum machen, aber dann kam plötzlich das Ergebnis rein und ich dachte mir, okay, das ist vielleicht dann doch etwas zu viel, um dann nur einen Short zu machen. Auch wenn ich jetzt an sich nicht so viel zu sagen habe, aber immer noch mehr, als man in einer Minute unterbringen kann. Ja, aktueller Stand ist bei der Wahl 736 von 739 Wahllokalen haben die Ergebnisse übermittelt, also ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt sich nicht mehr in diesen 3 Wahllokalen, die da noch fehlen, so viel ändern wird, dass hier nochmal alles durcheinander kommt. Aber worum es mir hier eigentlich geht, warum ich hier auch ein volles Video mache, ist, wenn wir hier mal die Wahl von 2018 angucken in Luxemburg, dann sehen wir, die ging damals folgendermaßen aus, die CSV, quasi die Luxemburger CDU, wenn ich das jetzt mal so grob übersetzen darf. Keine Ahnung, inwiefern die jetzt wirklich vergleichbar miteinander alle sind, aber ich würde jetzt einfach mal grob übersetzen, die CSV ist ungefähr CDU, LSAP ist ungefähr SPD, einfach DP ist eine deutlich erfolgreichere Version der FDP und ich glaube, Grüne ist selbsterklärend, Linke eigentlich auch, ADR ist dann quasi AfD und Piraten ist Piraten. Nur, dass die hier in Luxemburg erfolgreich sind im Gegensatz zu Deutschland. Ja. Das war jedenfalls der letzte Stand. Damals hatte die CSV hier doch relativ klar gewonnen, aber hat da nicht die Regierung gestellt, sondern es gab dann irgendwie eine Regierung aus DP, LSAP und Grünen. Und aus irgendeinem Grund war die DP mit mehr Sitzen vertreten als die LSAP, obwohl sie weniger Stimmen bekommen. Ich blick bei dem Wahlsystem nicht so ganz durch. Also, dass, wenn hier Luxemburger dieses Video angucken, wovon ich noch mal ausgehe, wenn ich ein Video über die Luxemburg-Wahl mache, dann sollte ich mir mal erklären, wie das Wahlsystem dazu führen kann, dass eine Partei mit weniger Stimmen mehr Sitze bekommt, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ja, warum erzähle ich das alles? Ganz einfach, weil jetzt das neue Ergebnis drin ist und gut, hier bei Wikipedia ist es nicht ganz aktuell, aber der ungefähre Trend ist, glaube ich, zu erkennen. Eigentlich alle Parteien mehr oder weniger auf dem gleichen Niveau wie letztes Mal haben halt 1-2% immer mal dazu gewonnen. Nur die Grünen sind aus irgendeinem Grund extrem abgekackt. Und da würde ich jetzt doch gerne mal wissen in den Kommentaren, woran liegt das, dass jetzt ausgerechnet nur die Grünen und wohlgemerkt die anderen Regierungsparteien haben ja sogar ein bisschen dazu gewonnen. Also DP hat hier 2% ungefähr dazugekommen. Wenn wir jetzt hier mal bei RTL gucken, was ja quasi mehr oder weniger das offizielle Nachrichtenportal in Luxemburg ist, dann sehen wir hier, das sind, glaube ich, ein bisschen aktuellere Zahlen. Aber man sieht hier auch plus 1,79, plus 1,34 haben die beiden anderen Regierungsparteien dazu gewonnen. Also beide so etwa 2% dazu. Auch die CSV hat dazu gewonnen, ADR hat minimal dazu gewonnen, wie es jetzt aussieht. War zwischenzeitlich mal deutlich mehr angezeigt, aber offenbar hat sich das dann in weiteren Auszählungen dann doch als falsch herausgestellt und Piraten haben minimalen Zugewinn gehabt. Also eigentlich nur die Grünen haben extrem abgekackt, die Linke hat auch ein bisschen verloren, aber das scheint sich wohl jetzt so laut diesen Zahlen dann von den Mandaten her dann keinen Unterschied gemacht zu haben. Sie hatten vorher irgendwie 2 Mandate und haben jetzt immer noch 2 Mandate. Keine Ahnung, warum die hier gelb dargestellt werden. Ja, aber das finde ich zumindest interessant, dass die Grünen hier offenbar so schlechte Arbeit in der Regierung gemacht haben oder was auch immer da jetzt der Grund ist, dass sie da jedenfalls so extrem abkacken. Oder keine Ahnung, vielleicht haben Leute auch einfach genug von allen linken Parteien, weil hier, wie gesagt, Linke kackt ab, Grüne kackt, warum auch immer dann LSAP dann wieder dazu gewinnen konnte ein bisschen. KPL hat auch verloren, aber war weder vorher vertreten im Parlament, noch sind sie jetzt vertreten. Von daher ist das, glaube ich, irrelevant. Das ist eigentlich so die große Erkenntnis, oder weniger schon, die ich hatte. Jedenfalls, das führt jetzt dazu, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass jetzt die aktuelle Koalition wohl keine Mehrheit mehr hat. Also da bin ich dann sehr gespannt, wie sich dann die Regierungsbildung gestalten wird, ob dann die CSV jetzt die Regierung übernehmen kann, in welcher Koalition auch immer, mit DP oder LSA. Hätte wahrscheinlich auch noch gerade so eine Mehrheit, wenn ich das jetzt richtig überschlage, aber ich kann jetzt nicht einschätzen, inwiefern die ideologisch zusammenarbeiten würden. Oder was alternativ möglich wäre, dass das aktuelle Bündnis bestehen bleibt und sich noch irgendjemand dazu holt. Entweder gut, Linke und DP, ob das funktioniert, soll mir jetzt auch die Luxemburger erklären. Alternativ die Piraten wäre eine Option. Ich glaube, ADR ist jetzt politisch nicht unbedingt in der Nähe der anderen 3 Parteien.
würde ich jetzt einfach mal, wenn ich das wieder in deutsche Parteien versuche umzurechnen, so spekulieren. Das Blöde ist, hier gibt es nirgendwo irgendwie Umfragen, warum jetzt wie gewählt wurde, wie es aussieht. Also zumindest finde ich sie hier bei RTL nirgendwo und in anderen Medienportalen, keine Ahnung. Deswegen kann ich leider nicht so wirklich jetzt begründen, wie diese Wahl zustande gekommen ist. Aber ich wollte es einfach mal in den Raum gestellt haben, dass die aktuelle Regierung wohl keine Mehrheit mehr hat und jetzt entweder einen weiteren Partner dazu holen muss oder eine ganz andere Koalition zustande kommt, geführt wahrscheinlich von der CSV dann, weil wer sonst sollte sie dann führen, diese Koalition. Ja, aber das ist im Grunde dann auch mehr oder weniger schon alles von dieser Wahl. Wie gesagt, ist jetzt nicht wirklich viel, was ich dazu zu sagen habe, aber doch mehr, als man in einem Short unterbringen könnte. Deswegen hier dieses volle Video. Und ich bin sehr gespannt, wie die Luxemburger begründen, warum die Grünen jetzt so extrem verloren haben.